Willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Vinyl Veritas. 50 Jahre ist es her, April 1974, der große Triumph von Brighton, als ABBA mit Waterloo den damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson, heute Eurovision Song Contest, gewann. Good evening ladies and gentlemen, and welcome to this, the 19th Eurovision Song Contest, coming to you from the Dome in Brighton. ABBA, eine Top-Band in aller Munde seit vielen Jahrzehnten, viele Fans. Ja, und in diesem Video möchte ich beleuchten, wie kam es zu diesem Triumph. Wir wollen Hintergründe beleuchten, wir wollen uns den Entscheid anschauen in Ausschnitten, wir wollen schauen, wer trat eigentlich gegen ABBA an, gegen wen konnte sich Waterloo durchsetzen, all das in diesem Video. Bevor ich aber zum eigentlichen Thema komme, es gibt eine neue Challenge auf meinem Kanal. Die Frage der Woche. Bleibt also bis zum Ende des Videos dran, dann wird es die Frage der Woche geben und ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare, auf euer Rätselraten und die Antworten dann in den Kommentaren unten drin, wie auch sonst ihr jederzeit gerne in die Kommentare reinschreiben könnt. So, aber jetzt steigen wir ein. Ja, der Song Waterloo von ABBA wurde am 17. Dezember 1973 aufgenommen. Man bewarb sich damit für den Grand Prix Eurovision de la Chanson für Schweden mit diesem Beitrag, mit diesem Lied, der auch nominiert wurde von schwedischer Seite. Und am 4. März 1974 erschien der Song auf der zweiten LP, die ABBA veröffentlichte, mit dem gleichen Titel, nämlich Waterloo. Kommen wir zu einigen Fakten zum 74er Grand Prix Eurovision de la Chanson. Zum einen die Sprache. Es war damals erlaubt, in Landessprache zu singen, wie auch in Englisch. Das wechselte nämlich bei den Grand Prix immer mal wieder durch. Es gab Zeiten, da durfte man nur in Landessprache singen. Es gab Zeiten, da wurde dann in Englisch gesungen, wurde es freigestellt. 1974 war es freigestellt und so konnte ABBA ohne Probleme Waterloo in englischer Sprache singen, was sie auch tun wollten, denn die schwedische Sprache ist natürlich für alle Menschen, die nicht in Schweden leben, ja eine schwere Hypothek zum Verstehen. So gesehen hat man sich für Englisch entschieden. Der Grand Prix selbst fand im englischen Brighton statt, in Südengland. Luxemburg wäre eigentlich der austragende Staat gewesen, aber die Luxemburger konnten sich oder waren nicht bereit, dieses Großereignis zu stemmen und so sprangen die Engländer ein mit ihrem Seebad Brighton als Austragungsort. Am 6. April 1974 war es dann endlich soweit. 17 Länder nahmen teil am Grand Prix und in 32 Länder wurde die Show übertragen. Interessant ist das Voting. Für alle von euch, die in der heutigen Zeit den Eurovision Song Contest schauen, ihr wisst ja, dort wird immer die Hälfte der Punkte aus den Zuschauern, aus den Televotings genommen und aus einer Jury. Das war 1974 noch nicht der Fall. Televoting kannte oder wollte man damals noch nicht machen, sodass also jedes Land eine Jury stellte. Die Jury bestand aus 10 Mitgliedern, davon waren 5 unter 25 Jahre alt und 5 über 25 Jahre alt. Und jedes Jurymitglied hatte eine Stimme. Und dadurch kam es zustande, dass die Punktezahlen, das werden wir später dann hören, für heutige Verhältnisse extrem niedrig sind und was eigentlich fast noch schlimmer ist, dass eben etliche Länder sich einen Platz teilen mussten, weil sie einfach die gleiche Anzahl von Punkten hatten. Ja, kommen wir nun zur Show selbst. ABBA hatte es nicht leicht, das wird heute manchmal ein bisschen unterschätzt, wenn man sagt, naja, ABBA hat 1974 den Grand Prix gewonnen mit Waterloo, alles schön und gut, aber man muss diesen Erfolg richtig einordnen, denn ABBA hatte drückende Konkurrenz. Ich möchte mal einige wenige Beispiele jetzt herausgreifen und euch auch in Ausschnitten zeigen. Das ging bereits los mit Start Nummer 2. An Start Nummer 2 ging England, United Kingdom ins Rennen und brachte keine geringere als Olivia Newton-John, die zur damaligen Zeit in den USA schon ein Top-Country-Star war. In Europa war sie noch nicht so bekannt. Für sie war das natürlich auch ein Sprungbrett für den europäischen Markt, hier in Europa bekannt zu werden. Sie trat für United Kingdom an mit dem Song Long Live Love und wir schauen mal kurz rein. Long live love, as long
Ein weiteres Schwergewicht, das aber harte Konkurrenz machte, war die Gruppe Mouth & McNeil. Die wird jetzt heute den wenigsten etwas sagen, aber die waren zu dieser Zeit total angesagt. Die hatten nämlich 1972, also 2 Jahre vorher, einen internationalen Top-Hit mit How Do You Do, eine eingängige Schlagermelodie, die sehr erfolgreich war in den Charts. In Deutschland kam der Song auf einen 5. Platz und sogar in den USA, was für europäische Bands ja besonders ist, erreichte der Song How Do You Do Platz 8 in den US Billboard Single Charts, also ein riesengroßer Erfolg, und so gesehen war Mouth & McNeil eigentlich auch ein Geheimfavorit für diesen Eurovision Song Contest, für diesen Grand Prix, und sie starteten mit dem Song I See a Star. I see a star. Ein weiteres absolutes Schwergewicht, das antrat, war die italienische Chansonsängerin Gigliola Cinquetti. Diese Frau hat nicht nur eine fantastische Stimme, diese Frau hat auch einen brillanten Song hingelegt. Wir werden gleich einen kurzen Ausschnitt hören. Ich nehme an, der Song ist etlichen von euch bekannt, ist ein Ohrwurm und einer ihrer bekanntesten Hits. Der Song trägt den Titel Sie. Und wir hören mal kurz rein und genießen mal ein paar Sekunden von Gigliola Cinquetti mit diesem fantastischen Song. Interessanterweise wurde Gigliola Cinquetti mit Sie in ihrem eigenen Land nicht gezeigt. Ja, hört sich jetzt merkwürdig an, aber die Italiener hatten am Tag darauf einen Volksentscheid, eine politische Abstimmung, und da ging es um die Novellierung des Scheidungsrechtes. Und der Song Sie, den fasste man auf als ein Bekenntnis zum alten Scheidungsrecht. Ob das jetzt wirklich der Song beabsichtigt hatte, keine Ahnung. Ich weiß auch jetzt nicht die Hintergründe zu diesem Fall mit diesem Scheidungsrecht, spielt keine Rolle, aber in Italien betrachtete man diesen Song als eine mögliche Einflussnahme auf die Abstimmung, und deshalb hat man seinen eigenen Beitrag zensiert, der wurde in Italien nicht ausgestrahlt. Was aber nichts daran änderte, dass Gigliola Cinquetti einen fantastischen Vortrag hinlegte. Ja, und schließlich wollen wir uns aus deutscher Sicht auch nochmal den deutschen Beitrag ansehen, der aber bei allem Respekt jetzt vor Cindy und Bert, den beiden Schlagersängern, keine Rolle spielt im Endentscheid. Cindy und Bert traten für Deutschland an mit Sommermelodie. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei.
Ja, kommen wir jetzt zum Entscheid. Wie ging es denn eigentlich aus? Wer landete wo? Von den genannten jetzt, ich gehe jetzt nicht auf alle einzelnen Plätze ein, das würde zu weit führen, aber von den genannten jetzt auf Platz 4 Olivia Newton-John mit ihrem Song Long Live Love und sie erreichte 14 Punkte. Auf Platz 3 kam Mouth & McNeil aus den Niederlanden mit I See a Star und sie bekamen 15 Punkte. Auf Platz 2, kein Wunder für mich, Gigliola Cinquetti mit Sie und sie erreichte 18 Punkte. Ja, und dann kam das große Finale. Die letzten Votings gingen ein. Wir schauen uns zunächst mal das deutsche Voting an. So on we go to Germany. Guten Abend, Frankfurt. Guten Abend. Hello, Brighton. Frankfurt calling. Here are the results of the German jury. De Duitse jury. United Kingdom, 2 votes. Royaume-Uni, 2 votes. 2 voor het Verenigd Koninkrijk. 1 vote. L'Espagne, 1 vote. 1 voor Spanje. Sweden, 2 votes. La 2 voor Suède, 2 Zweden. votes. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, Luxembourg. 1 vote. Monaco, 2 votes. 2 voor Monaco. 2 votes. Holland, 1 vote. Les Eén voor Pays-Bas, Holland. 1 point. And Switzerland, 1 vote. La Suisse, En Zwitserland 1. 1 vote. And that completes the voting of the German jury. Thank you very much, Frankfurt. Ja, und das letzte Land, das sein Voting abgab, war Italien. Dann stand der Sieger fest. The winning song of the 1974 Eurovision Song Contest, la chanson gagnante de concours de la Eurovision chanson concours. La chanson Eurovision 1974, c'est Waterloo, la Suède avec Waterloo, chanté par ABBA. Ja, und so konnte ABBA mit Waterloo als Sieger vom Grand Prix Eurovision de la Chanson 1974 verkündet werden. 24 Punkte für Waterloo. Als ABBA dann von Brighton wieder nach Schweden zurückkam, gab Annifrid Lyngstad und Stig Andersson ein Interview. Wir sehen mal einen kurzen Ausschnitt über den Erfolg von Waterloo. Kam das als eine Überraschung, Annifrid? Ich hatte nicht mal gewagt, das zu hoffen. Hattest du ein Gefühl, dass das europäische Publikum den Song mögte? Ja, ich glaube, er hatte eine gute Chance, aber nicht, dass wir tatsächlich gewinnen. Was glaubst du, hat den Erfolg des Liedes ausgemacht? Der Titel, Waterloo. Du hast den Song geschrieben, Stig Andersson. Warum schreibt man einen Song über Waterloo? Wenn man einen Song für den Eurovision Song Contest schreibt und man schreibt ihn nicht für den schwedischen Markt, dann schreibt man ihn für Europa und den Rest der Welt. Und der erste Schritt ist es, einen Titel zu haben, den jeder verstehen kann. Waterloo ist aber ein gut bekannter Begriff auf der ganzen Welt. Er steht für etwas, das geschichtlich geschah. Es hat nichts mit Leuten zu tun, die sterben. Das ist ein seltsamer Weg, es zu sehen. Was bedeutet es für Schweden und die schwedische Musik, dass ihr gewonnen habt? Ich glaube, es bedeutet einen unglaublichen Deal für Schweden, auch als Touristenziel. Wir waren im Wettbewerb seit 19 Jahren und jetzt haben wir endlich gewonnen. Alle Journalisten von der ganzen Welt werden nach Stockholm kommen nächstes Jahr. Ja, was wurde eigentlich dann aus Waterloo in der Folge? Waterloo wurde tatsächlich ein internationaler Hit, was bei Siegertiteln aus dem Grand Prix Eurovision de la Chanson bzw. Eurovision Song Contest eher selten der Fall war. In Deutschland, in der Schweiz und in Großbritannien erreichte der Song einen ersten Platz, in Schweden übrigens erstaunlicherweise nur einen dritten. Und was viel erstaunlicher noch ist, in den USA kam der Song auf Platz 6, auch das wieder sehr erstaunlich für eine europäische Band. Ja, soweit zum Triumph von Brighton, zu ABBAs tollem Sieg mit Waterloo. Jetzt kommen wir noch zur neuen Rubrik, die Frage der Woche. Can I ask you a question?
Meine Frage der Woche hat mit dem heutigen Video eng zu tun. Wie oft hat ABBA sich für den Eurovision Song Contest beworben und welche Songs waren es? War es nur Waterloo? Gab es noch weitere Bewerbungen? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Schreibt sie in die Kommentare hinein. Ja, das war's wieder bei In Vinyl Veritas. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Hoffe, dass ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin alles Gute. Ciao und Servus. Euer Gert. Giulia Cinquetti